Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Heute werden wir uns einem aufregenden Thema beschäftigen, CapCut, eine leistungsstarke Videobearbeitungssoftware, die besonders für Anfänger geeignet ist. Als erstes beschäftigen wir uns mit der Installation. Das Herunterladen eurer Version, die ihr benötigt, ist relativ einfach. Ihr geht auf die Webseite von CapCut.com. Rechts habt ihr die Möglichkeit, auf Herunterladen zu klicken und dann habt ihr links die Möglichkeit zu wählen, die Windows- bzw. Mac-Version. Wenn ich jetzt hier draufklicke, erkennt das System automatisch, dass ich jetzt ein MacBook benutze. Also wird dann die entsprechende DMG-Datei heruntergeladen. Per Doppelklick kann man die installieren und anschließend nutzen. Nach der Installation werden wir uns die Benutzeroberfläche genauer ansehen. Ich werde Ihnen die verschiedenen Bereiche und Werkzeuge vorstellen. Wenn wir jetzt CapCut öffnen, erfolgt eine Ganzansicht aller Projekte, die wir bisher gemacht haben, oder wir erstellen jetzt ein neues Projekt. Daher klicken wir auf Neues Projekt. Bisher sehen wir noch nicht viel, wir sehen quasi nämlich nichts. Quasi ist noch nichts da, was wir irgendwie editieren oder bearbeiten können. Das, was wir jetzt machen, ist, dass wir Mediendateien importieren. Das heißt, hier links sehen wir die Funktion Importieren. Die klicken wir einfach mal an. Jetzt hat man die Möglichkeit, die Rohdateien, die wir erstellt haben, hier hineinzuziehen. Ich habe jetzt hier mal so ein Beispiel, Wasserfall, angelegt, das wir jetzt nutzen können. Um weitere Videos oder lizenzfreie Bilder zu bekommen, könnt ihr ganz einfach auf pixabay.com gehen und diese entsprechend downloaden. Ich habe das mal hier vorbereitet. Wir gehen jetzt hier und sagen, wir suchen Natur und sagen, wir möchten gerne Videos. Da bekommen wir eine Menge angezeigt. Das eine Wasserfall, das kennen wir ja von eben. Jetzt nehme ich einfach nochmal das Wellenbild bzw. die Videodatei. Wir laden die mal eben herunter. Download. Als 1920 x 1080 ist okay und entsprechend mit dem Hinweis, was wir da zu beachten haben, das ist hier quasi eine lizenzfreie Version, die wir ganz einfach nutzen können. Die weitere Datei ziehe ich jetzt ganz einfach per Drag and Drop rüber. Das heißt, hier sieht man die rechts unten, ich schiebe es jetzt in unser Importieren. Um mit den beiden Dateien arbeiten zu können, ziehen wir die jetzt in die Timeline. Einmal das mit dem Wasserfall und einmal das mit dem Meer. Jetzt schauen wir uns die Oberfläche an. Links oben sehen wir als erstes Medien. Medien ist das, was wir eben gesehen haben. Das sind die beiden Dateien, die wir hinterlegt haben. Hier kann man alles andere hinterlegen. Bilder, Musikdateien, alles Mögliche, was man hat. Unter Audio sind Audiodateien hinterlegt, beziehungsweise Musikdateien, die teilweise lizenzfrei sind. Unter Text sieht man Standard-Textvorlagen bzw. Texteffekte. Wir gehen mal auf Effekte. Hier sieht man schon eine entsprechende Anzeige und verschiedene Möglichkeiten, die wir dann gleich nutzen können. Da gehe ich gleich weiter drauf ein. Dann gibt es Textvorlagen. Das sieht dann so aus, dass das Ganze animiert ist oder teilweise nicht. Da gehen wir auch gleich mal drauf ein. In einem weiteren gibt es die Funktion Sticker. Hier sind dann vordefinierte Bilder, die wir einfügen können in unser Video. Dann gibt es die Rubrik Effekte. Effekte, das sind dann Effekte, die wir hinzufügen können zu unserem Video. Dann gibt es die Möglichkeit, Übergänge zu definieren und auch entsprechende Filter, die wir dann setzen können. Als erstes werden wir unser Video einen Text hinzufügen. Wir gehen oben in die Menüzeile Text, klicken auf Text und benutzen Vorlagen, die schon definiert sind. Unter Effekte haben wir diese Auswahl. Nicht wundern, wenn hier ein Pro steht, heißt, dass nur in der Pro-Version diese Funktion genutzt werden kann. Das heißt, dass man da ein monatliches Entgelt für bezahlen muss. Da könnt ihr ganz einfach auf die Webseite von CapCut gehen und das Ganze nachlesen. Wir nehmen jetzt einfach mal was ganz Einfaches. Hier oben diese mit den roten, ziehen es runter. Diesen Effekt dieser Textvorlage hätten wir gerne. Und definieren das nicht als Standardtext und sagen dann einfach nur, das wäre Natur. Und jetzt können wir uns das Ganze ansehen. Wir gehen hier in die Zeitline nach links und drücken die Leertaste und es wird dann angezeigt. Nennt sich dann Natur und verschwindet dann. Das heißt, hier können wir nach rechts und nach links das Ganze zeitlich anpassen, wie lang wir das Ganze angezeigt bekommen wollen in dem Film oder auch nicht. Beispielsweise jetzt hier, wir starten es mit der Leerzeichen, da wird Natur angezeigt und zack, ist es wieder weg. Jetzt kann man relativ einfach, auch mit Shortcuts, die wir kennen, mit Copy and Paste, wir markieren das mit der Maus und machen einen Copy mit Ctrl und C und ein Ctrl und V, kopieren es wieder rein und machen das gleiche nochmal, kopieren es wieder rein. Das heißt, wir können das mehrfach nutzen. Jetzt klicken wir es wieder an und ändern den Text. Da sagen wir dann einfach Natur nicht, sondern ist. Und dann das dritte sagen wir einfach mal schön. Natur ist schön.
Das heißt, in der Timeline können wir jetzt von links nach rechts mit der Leertaste wieder starten. Natur. Und wie wir sehen, ist, und jetzt haben wir wieder ein Leerzeichen, schön. Aber ganz ehrlich, naja, eine Textvorlage ist zwar schön jetzt hier, aber mir gefällt das noch nicht so ganz so gut. Daher gibt es auch Textvorlagen, die eine Animation beinhaltet. Das heißt, wir haben jetzt links auf Textvorlagen geklickt. Wir gehen jetzt hier runter. Wir haben eine ganze Menge an verschiedenen Textvorlagen, die wir nutzen können. Wir suchen mal uns eine aus. Nehmen wir mal vielleicht die hier. Wenn man mit der Maus anklickt, sieht man auch schon, was passiert. Das heißt, man sieht die Animation in Kurzform. Wir können die auch gerne mal hier anklicken. Dann zeigt er das rechts hier auch an, wie das dann ungefähr aussieht. Ich gehe mal kurz mit einer Timeline ein bisschen weiter nach rechts. Dann haben wir das nämlich gleich viel schöner. Jetzt klicke ich hier mal auf ein Beispiel Have a nice day. Da sieht das dann so aus. Oder wir nehmen Happy New Year. Nee, das passt nicht so ganz so schön hier. Dann nehmen wir doch lieber was wirklich dazu passt. Wie wäre es, wenn wir einfach sagen, wir nehmen hier dieses mit den Hoodies. Soweit, so gut. Das ziehen wir wieder runter in die Timeline. Wir möchten das gerne hier hin haben. Und wir können es auch definieren oder wieder ändern. Dann sagen wir mal, nicht Hoodies, sondern wieder Natur. Hier oben sagen wir schöne und saubere Natur. So, jetzt schauen wir uns das Ganze an, wie das dann ist. Wir fangen einfach mal von links an, drücken die Leertaste für Play. Wir sehen hier schöne und saubere Natur. Jetzt können wir noch hergehen und da einen Sticker hinzufügen. Da gehen wir im Menü auf Sticker, klicken auf Sticker. Was nehmen wir da? Wählen wir da aus? Irgendwas Schönes, was wir jetzt da nutzen können. Beispielsweise hier, das hier ist toll. Oder nehmen wir noch was anderes. Das sieht irgendwie dann vielleicht doch noch ein bisschen besser aus zum Thema. Vielleicht nehmen wir dann einfach hier ein Bierglas. Und das können wir einfach hier hinzufügen. Wir ziehen es runter, hier rein, wo wir es hinhaben wollen, klicken es an und können die Größe variieren, hier oben rechts. Und sagen jetzt hier Natur. Was wir natürlich jetzt auch machen können, sind Übergänge definieren. Wir haben ja jetzt hier zwei Clips, einmal das mit dem Wasserfall und einmal das mit dem Wasser an sich. In der Menüzeile oben gibt es den Punkt Übergänge, den können wir uns anklicken. Und wir haben eine ganze Menge an Übergängen, die wir nutzen können, die wir auch da jetzt hinzufügen könnten. Ich glaube, was wir jetzt hier am besten nutzen könnten, wäre Mix. Wir können das jetzt hier in der Vorschau schon mal sehen. Es ist eine Überblenden und das ziehen wir einfach runter, dahin, wo wir es hinhaben wollen, zwischen den beiden Clips. Und wir können uns das mal anschauen, indem wir jetzt hier hingehen und mit der Leertaste auf Play drücken. Und siehe da, zack, war das ein Mix. Wir machen das noch ein bisschen länger. Wir können es gedrückt halten hier mit der Maus. Und man sieht es. Dann gibt es oben in der Menüzeile noch die Funktion Filter. Wenn wir auf Filter klicken, haben wir die Möglichkeit, noch Filter anzuwenden. Beispielsweise, wir nehmen jetzt hier mal dieses Santa Monica oder dieses Shire Vision. Wir klicken es einfach mal an und wir sehen schon in der Schnellvorgabe, dass sich das angepasst hat. Wir nehmen das einfach mal, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ziehen das jetzt runter, wohin wir es hinhaben wollen, sagen hier hin, drücken mal Play. Zack. Und es ist wieder weg. Das können wir natürlich auch immer weitermachen mit anderen. Das heißt, wir können jetzt ja auch mal diese Freiheit nehmen als Beispiel. Klicken es mal hier hin. Und auch das wird dann sofort angepasst in Echtzeit. Neben der Funktion Filter gibt es noch die Funktion Effekte. Wir klicken mal auf Effekte. Hier kann man sehen, was man dann hinzufügen kann. Beispielsweise so ein Blue Scan. Den ziehen wir mal runter. Den hätte ich gerne hier hin. Und wir spulen das Ganze mal ab. Und man sieht, wie das Blaue dann runterläuft. Oder wir nehmen noch was ganz anderes. So ein verrücktes Wackeln. Gehen wir mal hier rein. Ja, man sieht, dass es wackelt. Natürlich kann man noch andere nehmen, die wir da haben. Beispielsweise ein HDR3, 2, was ja so angegeben wird. Man kann durchaus auch hier so ein Flackern nehmen. So ein Fernseher aus. Fügen wir mal hinzu. Spulen das Ganze mal ab. Und zack, Fernseher aus.
Wie wir das Ganze exportieren können als eine fertige Filmdatei, zeige ich Ihnen jetzt. Um unseren Film jetzt zu exportieren, ist es recht einfach, indem man dann oben auf Datei geht, auf Exportieren. Jetzt hat man viele Möglichkeiten, das zu exportieren. Standardmäßig ist jetzt hier bei mir 4K, Bitrate empfohlen, Codec H264 als Move-Datei und 30 Frames pro Second. Wir gehen auf Exportieren und es wird dann gespeichert in dieser Datei. Je nach Prozessor kann das Exportieren etwas dauern. Ich benutze jetzt hier ein MacBook M1, da ist das Exportieren relativ schnell möglich. Sobald er fertig ist, hat er jetzt auch hier uns die Möglichkeit gegeben, dass wir es sofort beispielsweise bei TikTok oder bei YouTube hochladen können mit einem entsprechenden Titel. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man schnell was teilen möchte. Mein Fazit zu CapCut ist, dass man relativ schnell und günstig etwas generieren kann, ohne kompliziertes Verstehen. Und es ist kostenfrei. Einige Features kosten etwas, gut, muss man sich überlegen, aber im Grundsatz ist das eine sehr gute und günstige Alternative zu den teuren Applikationen, die es sonst noch so gibt.